Hallo und willkommen beim Kalender für den Klimawandel. Der Sommer ist da und wir wollen uns mit einem Thema, das mehr Bedeutung zunimmt, auseinandersetzen. Hitzewellen und Air Conditioning. In diesem Video geht es darum, wie wir ohne traditionelles Air Conditioning mit dem zunehmend wärmeren Sommern umgehen können. Starke Hitze ist für die meisten Organismen und insbesondere für schwunggeschwächte wie vorerkrankte Menschen eine große Belastung. Um mit Hitzewellen fertig zu werden, die durch den Klimawandel häufig auftreten, wird erwartet, dass die Anzahl der Klimaanlagen bis zu 2050 weltweit mehr als verdreifachen wird. Klimaanlagen verbrauchen jedoch nicht nur große Mengen Strom. Die halten auch Kältemittel, die als Treibhausgase wirken. Diese Kältemittel sind die mit am schnellst wachsenden Quellen von Treibhausgasemissionen in jedem Land der Erde. Im deutschsprachigen Raum haben wir den großen Vorteil, dass Air-Conditioning-Geräte in Privathaushalten nicht zum Standard gehören. Lassen Sie uns von vorne an informieren und richtig ansetzen, um mit hohen Temperaturen effektiv sowie kosten- und klimasparend umzugehen. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass wir allein durch natürliche Belüftung Beschattungen von den Innentemperaturen um etwas 14 Grad Celsius senken und die Belastung von Klimaanlagen um bis zu 80% reduzieren können. Viele Tipps, die für ein kühleres Zuhause sorgen, sind auf Dauer kostensparend und gut für das Klima. Sie wirken sogar für den Winter gleichermaßen, denn im Sommer wollen wir durch Isolierung die Wärme draußen lassen, im Winter führt die gleiche Isolierung dazu, die Wärme drin zu behalten. Hitzewellen und lange warme Sommer sind auf unserem Breitengrad ein eher neues Thema. Unter Bedenken steigender Energiepreise und den Klimawandel müssen wir zwar aktiv werden, jedoch sollte die Anschaffung eines Air-Conditioning-Geräts nicht die erste Lösung sein. Überlegen Sie erst, was Sie sonst tun können, um Ihr Zuhause und in anderen Zusammenhängen für kühlere Luft zu sorgen. Schön, dass Sie sich dieses Video zur Hitze und Air Conditioning angesehen haben. Sie haben jetzt ein besseres Verständnis, für wie Sie mit wärmerem Wetter umgehen können.